Heute teste ich das Ayochi U6, ein Display, welches mit einer Dashcam ausgestattet werden kann und kabellos mit Android Auto und Apple CarPlay funktioniert. Und wie sich das Gerät schlägt, wie die Ablesbarkeit und das Display ist, die Befestigungsmöglichkeiten und so weiter, das erfahrt ihr in diesem Video. Zusätzlich überprüfe ich jede Aussage des Unternehmens. Ist es bloß Marketing oder wirklich Realität, was da behauptet wird? Und aufgrund dessen, dass es hier leider oder eher gesagt zum Glück nicht regnet, was aber für den Test nicht gerade sonderlich hilfreich ist, habe ich mir was überlegt, um auch der Wasserdichtigkeit des Geräts auf den Grund zu gehen. Also viel Spaß und herzlich willkommen bei Norman's Open World. Wenn ihr auf die Internetseite von Ayochi geht, www.ayochi.com, habt ihr eine große Auswahl an Geräten. In diesem Fall geht es um das U6, welches ich hier in diesem Video vorstelle und teste. Mit dem Gutscheincode NOW22 spart ihr übrigens 22% auf alles, was ihr auf dieser Seite findet, ab einem Einkaufswert von 30 €. Verwendet hierzu den Link in der Videobeschreibung oder diesen eingeblendeten QR-Code. Der Einbau ist denkbar einfach. Ihr müsst lediglich alle Kabel verlegen, die Dashcam ankleben oder schrauben und die Stromversorgung des U6 mit dem Massekabel an eure Batterie und dem Pluskabel an eine Stromquelle mit Zündungsplus anbringen, damit das Gerät beim Einschalten eurer Zündung hochfährt und wieder ausgeschaltet wird. Ich habe das Zündungsplus an den Blinker meines Motorrads angeschlossen. Der Einbau und die Verkabelung ist von Motorrad zu Motorrad unterschiedlich, weshalb ich hier in diesem Video darauf nicht genauer eingehen werde. Ist aber erstmal alles installiert und eingerichtet, kann es dann auch schon losgehen. Das Ayochi U6 kommt gut verpackt bei euch zu Hause an. In dem Karton findet ihr alles, was ihr für den Einbau benötigt, inklusive der Reifendrucksensoren, Dashcams, Fernbedienung, GPS, Halterung, Kabel und natürlich dem Gerät selbst. Auf der Straße macht das U6 eine gute Figur. Keinerlei Vibration oder Störung beeinträchtigen das Gerät in irgendeiner Art und Weise. Ziemlich unspektakulär, gebe ich zu. Aber wie sieht es mit der Ablesbarkeit des Displays aus? Also, Thema Ablesbarkeit. Guck mal, die Sonne kommt genau von hinten. Ihr seht es an meinem Schatten. Und man kann trotzdem noch alles erkennen. Also auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Es ist der absolute Hammer. 800 Nit Helligkeit im Spitzenwert reichen offensichtlich aus. Na, ihr seht's. Also Ablesbarkeit bei diesem Gerät ist wirklich grandios. Bedienbarkeit natürlich auch. Hier, jede Eingabe wird akkurat mit dem Handschuh erkannt. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ihr seht's, es funktioniert tadellos. Also Bedienbarkeit mit Handschuhen, Weltklasse. Kommen wir nun zum Offroad-Test. Hier kommt es vor allem auf die Festigkeit der Halterung an und wie das U6 Vibration und Stöße wegsteckt. Hier ist die Straße jetzt wirklich beschissen. Alter Schwede. Auch hier hat mich das Ayochi tatsächlich überzeugt. Keinerlei Störungen in der Anzeige, kein Flackern und auch kein Verrutschen der Befestigung waren zu sehen. Nach einem ganzen Tag Offroad und schlechter Straßen befindet sich alles nach wie vor an Ort und Stelle und das U6 hat keine Schäden davongetragen. Der Hersteller gibt das Gerät mit einer IP67-Zertifizierung an, welches das U6 vollständig wasserdicht machen soll. Aber stimmt das auch? Also ich habe ja voll drauf gehalten, ihr habt es ja gesehen. Einmal kurz trocken machen, so. Tja, ich würde sagen, wasserdicht.
Es fährt hoch. Ja, Leute. Funktioniert tadellos. Also könnt ihr auch mal in den Regenschauer kommen. Oder durch die Waschanlage fahren. Die Reifendrucksensoren sind auch dran. Jetzt muss ich kurz gucken. Da. Die werden da aufgeschraubt mit dieser Kontermutter. Erst die goldene Kontermutter drauf, dann den Reifenkontrollsensor. Hinten dementsprechend natürlich auch. Da ist er. Und da habt ihr auch die Sensoren. Ihr seht, ich habe vorne 2 Bar drin, hinten 2 Bar drin. Der Vorderreifen hat 20 Grad Celsius und Hinterreifen 23. Hier könnt ihr dann noch einstellen, je nachdem was für ein Fahrzeug ihr habt, ne? Ein Trike oder keine Ahnung, irgendwas oder sogar beim Auto. Und dann könnt ihr dann noch einstellen zwischen Celsius und Fahrenheit und Bar und PSI. So, und das ist das Interface von Ayochi selbst. Und auch so funktioniert das eigentlich ganz flüssig, man sieht es. Tja, und dann gibt es halt wie gesagt Android Auto oder Apple CarPlay kabellos. Apple CarPlay schnurlos. Ich habe mein Handy hier in der Tasche, in der Hosentasche. Also ihr seht es ist nirgendwo da. Und es funktioniert einfach super, super geil. Ja, hier habe ich mir schon meine Apps eingerichtet und sowas. Also ganz toll. Und für alle, die es noch nicht wissen oder nicht kennen, das neue Apple CarPlay hat jetzt auch Widgets. Wie geil ist das denn bitte? Ja, super tolle Geschichte. Es funktioniert einwandfrei. Und wenn ihr dieses Ding hier haben wollt, das Ayochi U6 oder irgendetwas anderes von Ayochi, dann verwendet doch gerne meinen Link in der Videobeschreibung. Ja, somit unterstützt ihr mich auch ein bisschen. Und mit dem Gutscheincode NOW22 bekommt ihr auf alle Geräte und Zubehörteile 22% Rabatt ab einem Einkauf von 30 €. Ja, wenn bereits was im Angebot ist, könnt ihr trotzdem nochmal meinen Gutscheincode verwenden und spart auf den reduzierten Betrag nochmal 22%. Also da kann man dieses Ding hier wirklich günstig schießen und ihr seht, ihr könnt damit eigentlich nichts verkehrt machen. Wenn ihr sowas haben wollt, ja, euch dafür interessiert, dann macht das ruhig mal. Ja, ihr habt ja auch immer noch ein Rückgaberecht und könnt das Ding auch wieder zurückschicken, wenn es euch nicht gefällt. Aber ich bin mir sehr sicher, wenn ihr euch das kauft und das einmal installiert habt und damit fahrt, ihr werdet es behalten wollen. Weil es ist wirklich eine tolle Geschichte. Und denkt auch dran, bald ist Weihnachten. Es ist nicht mehr so lange. Vielleicht macht ihr euch selber ein Geschenk oder jemand anderen. Man hat hier die Front- und die Heckkamera. Ja, auch super geil. Ich weiß gar nicht, komme ich da ran? Ja, hier, ihr seht meine Hand hinten. Ja, auch vorne super cool. Sichtfeld ist eigentlich klasse. Wenn das aufgenommen ist, wird das auch ein ganz normales viereckiges 16:9 Bild sein, sage ich mal. Ich habe es jetzt eingestellt, dass der Intervall alle 2 Minuten von vorne anfängt. So Leute, bevor es aber weitergeht, wollte ich euch noch ganz kurz die Fernbedienung vorstellen. Und zwar die Home-Taste oder dieses Häuschen-Symbol dient dazu, hier einfach zwischen den Funktionen hin und her zu schalten, vom Apple CarPlay Display zurück auf das Home-Interface. Drückt man nochmal, kommt man in die Übersicht der Druckanzeige der Reifen. Drückt man nochmal, kommt man auf die Frontkamera. Und wenn man nochmal drückt, kommt man wieder zurück ins Apple CarPlay. So, jetzt gucke ich mal, ob man jetzt auch noch zwischen vorne und hinten wechseln kann. Vielleicht mit diesem Ding hier. Ah ne, da macht man einfach nur einen Screenshot. Und das Telefonsymbol ist, denke ich mal, nur dafür da, falls man angerufen wird, dass man da rangehen kann und auch wieder auflegen kann. Also die Halterung des Ganzen sieht halt so aus. Ich muss sagen, die gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Sie tut, was sie soll, ja. Aber da gibt es deutlich bessere Lösungen, zum Beispiel auch von Ram Mount. Ja, da sieht das auch alles ein bisschen stimmiger aus. Ich meine, gut, es hält bombenfest, ist jetzt nicht die eleganteste Lösung. Wie gesagt, es funktioniert, es tut, was es soll. Aber da hätte ich mir schon irgendwie was anderes gewünscht. Aber naja, was ich auch kritisieren muss, leider Gottes, die Sache mit der Verkabelung. Hier guckt so ein riesen Kabelbaum raus, den man dann an verschiedenen Stellen per Schraubverschlüssen anschließt. Aber da hätte ich mir gewünscht, dass ähnlich wie bei Navigationsgeräten
hier einfach eine Kontaktplatte drin ist, welche dann hierüber mit Strom versorgt wird. Weil so könnte man das Gerät abnehmen und einfach mitnehmen und bräuchte nicht diese ganzen Kabel lösen. Da könnte Ayochi vielleicht in der nächsten Modellgeneration nachbessern. Ansonsten funktioniert es aber wie es soll. Das ist einmal 3 oder 4 Schrauben lösen und dann kann man das abnehmen. Ja, das ist hier mit so einem Magnetverschluss. Man kippt das nach vorne und zieht das nach oben raus. Ja, und da sieht man es schon. Ja, und da hätte ich mir lieber so eine Kontaktplatte gewünscht. Aber nun ja, so ist es nun mal. Ansonsten hatte ich ja auch schon mal die Fernbedienung angesprochen. Die tut an und für sich, was sie soll, aber ich hätte mir ein anderes Bedienkonzept gewünscht. Und zwar ist es hier so, dass die große Taste in der Mitte dafür da ist, um Anrufe anzunehmen. Hier schaltet man unter den verschiedenen Menüpunkten hin und her und hiermit macht man quasi einen Screenshot. Ich für meine persönliche Anwendung hätte mir eher gewünscht, dass hier in der Mitte so eine Art Play-Knopf ist, Play und Pause für Musik, oben und unten jeweils ein Pfeil zum Skippen der Musik, ja, und dieser Kreis hier rum hätte meines Erachtens ein Drehrad sein können, womit man dann die Lautstärke laut und leise macht. Und falls ein Anruf jetzt gekommen wäre, hätte man auch so eine Funktion hinterlegen können, dass man die mittlere, die Play-Taste quasi lange gedrückt hält oder sie in dem Fall, wenn ein Anruf reinkommt, dann als Annahmeknopf ja irgendwie fungiert. Das hätte mir besser gefallen, weil so, ja, ich schalte jetzt nicht so großartig dazwischen drin hin und her. Ja, also ich persönlich muss sagen, ich könnte auf diese Fernbedienung verzichten. Sie war jetzt dabei wegen den Testzwecken natürlich. Ich lasse sie jetzt auch dran, weil jetzt ist sie auch akkurat verbaut. Aber ja, da hätte ich mir ein bisschen eine andere Funktionsweise gewünscht. Andere werden das vielleicht sogar mehr nutzen. Ja, für mich persönlich jetzt eher nicht so. Bis auf wenige kleine Kritikpunkte muss ich zugeben, dass das Ayochi U6 ein rundum stimmiges und qualitativ hochwertiges und vor allem funktionales Gerät ist, welches sich durchaus sehen lassen kann. Gerade das Preis-Leistungs-Verhältnis in Verbindung mit dem Gutscheincode NOW22 machen das U6 zu einem attraktiven Gadget, was euren Alltag und lange Touren angenehmer machen kann. Die 100%ige Wasserdichtigkeit, kabelloses Apple CarPlay bzw. Android Auto, die Dashcams und auch das Reifendruckkontrollsystem machen das U6 zu einem guten Begleiter für Alltag und Touren. Für die BMW-Fahrer unter euch gibt es sogar ein Gerät, was extra für BMWs kompatibel ist. Auch hier könnt ihr den Gutscheincode verwenden. Ja Leute, das war das. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr bei der Suche nach eurem Lieblingsgerät fündig werdet und dass dann auch für euch was dabei ist, was euch so begeistert. Gut, meine Lieben, dann danke ich fürs Zuschauen. Vergesst nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt, und die Glocke zu aktivieren, ganz wichtig. Und dann würde ich mich auch freuen, wenn der ein oder andere mir vielleicht sogar bei Instagram folgt. Und wenn ihr so einfach mal was in die Kaffeekasse schmeißen wollt, dann könnt ihr das auch tun. Ja, alles dazu eingeblendet. Gut, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.